Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir ein super spannendes Thema für euch. Die Macht des positiven Denkens. Mythos oder Realität. Und natürlich ist auch Lisa wieder mit dabei. Wie geht's dir, Lisa? Hallo Felix, hallo an alle, die uns zuhören. Mir geht's super, danke. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema. Positives Denken. Da gibt es so viel zu besprechen. Absolut. Viele sagen ja, dass positives Denken das Leben komplett verändern kann. Aber andere meinen, es sei alles nur ein Mythos. Was denkst du, Lisa? Ist positives Denken wirklich so mächtig, wie manche behaupten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, positives Denken hat auf jeden Fall eine große Wirkung. Aber, und das ist wichtig, es geht nicht nur darum, immer glücklich zu sein oder Probleme zu ignorieren. Es geht darum, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Das Wort positives Denken beschreibt eine optimistische Sichtweise auf das Leben. Optimistisch. Ein super Wort. Kannst du das für unsere Zuhörer mal genauer erklären? Ja, klar. Optimistisch bedeutet, dass man in einer schwierigen Situation versucht, das Beste zu sehen. Also statt zu sagen, das wird niemals funktionieren, könnte man sagen, das wird eine Herausforderung, aber ich kann es schaffen. Es geht darum, die Chancen zu sehen, anstatt nur die Probleme. Ah, verstehe. Man sucht also nach den Möglichkeiten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Aber jetzt mal ehrlich, Lisa, kann jeder das lernen? Oder muss man dafür schon von Natur aus ein optimistischer Typ sein? Das Schöne ist, dass jeder positives Denken üben kann. Es ist wie eine Gewohnheit, die man trainieren muss. Am Anfang ist es vielleicht ungewohnt, aber mit der Zeit wird es immer leichter. Eine gute Methode ist zum Beispiel, sich am Ende des Tages 3 Dinge aufzuschreiben, die gut gelaufen sind. Das hilft, den Fokus auf das Positive zu lenken. 3 Dinge am Ende des Tages? Das klingt eigentlich machbar. Also, wenn ich zum Beispiel schreibe, heute habe ich leckeren Kaffee getrunken, die Sonne hat geschienen und ich habe einen guten Podcast aufgenommen, dann wäre das schon positives Denken? Genau. Du siehst, es sind oft die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Und Felix, wie würdest du das Gefühl beschreiben, wenn man positiv denkt? Gute Frage. Ich würde sagen, es fühlt sich irgendwie leichter an. Man hat nicht so viele Sorgen und fühlt sich motivierter, Dinge anzupacken. Aber was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir positiv denken? Gibt's da wissenschaftliche Erklärungen? Ja, da gibt es tatsächlich viele Studien zu. Wenn wir positiv denken, schüttet unser Gehirn Endorphine aus. Endorphine sind Hormone, die uns glücklicher und entspannter fühlen lassen. Außerdem kann positives Denken auch Stress reduzieren. Und weniger Stress bedeutet, dass wir uns besser konzentrieren und klarer denken können. Also, positives Denken macht uns nicht nur glücklicher, sondern hilft auch, stressfreier durchs Leben zu gehen. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Ja, aber es ist wichtig, dass wir realistisch bleiben. Positives Denken allein reicht nicht aus, um alle Probleme zu lösen. Man muss auch aktiv handeln. Also, wenn du zum Beispiel eine Prüfung vor dir hast, bringt es nichts, nur zu sagen, ich werde das schaffen. Du musst dich auch auf die Prüfung vorbereiten. Absolut. Man kann nicht einfach nur denken, man muss auch machen. Das bringt mich zu einer Frage, Lisa. Es gibt ja den Begriff toxische Positivität. Was genau bedeutet das? Toxische Positivität bedeutet, dass man negative Gefühle komplett ignoriert und sich selbst zwingt, immer glücklich und positiv zu sein. Das kann auf Dauer sehr ungesund sein, weil man seine echten Emotionen unterdrückt. Es ist okay, auch mal traurig oder frustriert zu sein. Wichtig ist, wie wir damit umgehen und dass wir die negativen Gefühle nicht ignorieren, sondern akzeptieren. Also so war wie, ich darf mich nie schlecht fühlen. Wäre dann toxisch? Genau. Wir dürfen uns schlecht fühlen. Das ist ganz normal. Es geht nur darum, sich nicht von diesen Gefühlen überwältigen zu lassen. Positives Denken heißt nicht,
dass man immer fröhlich sein muss, sondern dass man die Kontrolle über seine Reaktionen behält. Das finde ich echt spannend. Also zusammengefasst. Positives Denken kann uns helfen, besser mit dem Leben klarzukommen. Aber wir müssen realistisch bleiben und auch handeln. Und es ist okay, auch mal negative Gefühle zu haben. Klingt nach einer guten Balance, oder? Ja, genau. Positives Denken ist ein Werkzeug, das wir nutzen können, um unser Leben in die richtige Richtung zu lenken. Aber wie bei jedem Werkzeug müssen wir lernen, es richtig einzusetzen. Da stimme ich voll zu. Und ich finde, das war heute ein wirklich hilfreiches Gespräch. Für alle, die gerade dabei sind, Deutsch zu lernen, hoffe ich, dass ihr ein paar nützliche Vokabeln und Ausdrücke mitnehmen konntet, wie optimistisch, toxische Positivität und Endorphine. Lisa, hast du vielleicht noch ein paar Tipps, wie unsere Zuhörer positive Gedanken in ihren Alltag integrieren können? Ja, natürlich. Eine einfache Übung ist, sich morgens ein Ziel zu setzen, das man erreichen möchte. Das kann etwas ganz Kleines sein. Zum Beispiel, heute werde ich 10 Minuten spazieren gehen. Oder heute werde ich jemanden anlächeln. Es geht darum, kleine Erfolge zu feiern. Und wie gesagt, am Ende des Tages könnt ihr euch 3 Dinge aufschreiben, die gut gelaufen sind. Das stärkt den positiven Blick auf das Leben. Das klingt echt super, Lisa. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das auch mal testen wollt, schreibt uns gerne, wie es bei euch läuft. Und denkt daran, positives Denken ist kein Mythos, aber es ist auch kein Allheilmittel. Man muss die Balance finden, wie Lisa so schön erklärt hat. Genau, Felix. Und vergesst nicht, Geduld mit euch selbst zu haben. Es ist ein Prozess, aber jeder kleine Schritt zählt. Das war's dann für heute von uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen was lernen, sowohl über positives Denken als auch über die deutsche Sprache. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt positiv. Bis bald. Ciao.